und willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. So, wir versuchen das Ganze vom letzten Mal jetzt noch einmal. It is a shame it has come to this, but it is patently obvious that you are responsible for Niccolo Detti's death. How dare you? I wouldn't want him to. I see you need some persuasion. I know that Niccolo Detti went to the office to meet you. So, ja, genau. Wo ist das? Nein, ich muss erstmal die richtige Dinges finden. Ich suche gerade die Aussage beziehungsweise den Beweis. Mit dem Geschäftsgespräch. Da. Tresor im Tod gefunden. Genau, mit der Sitzgelegenheit und dem Wein. It was a midnight tryst. Niccolo would visit the office once Basilio left. Was habe ich denn beim but this letzten Mal time, gemacht? He returned. So you hid Niccolo in the safe. A foolish move. I didn't know the code had changed. It was the only choice. I couldn't let him be found. I loved him. Really, you could have saved his life by simply speaking with your husband, but you sought to free him another way. Jawohl. Habe ich das nicht beim letzten Mal auch ausgewählt? Da muss ich echt im Schnitt nochmal gucken, was ich da für einen Blödsinn ausgewählt habe. So, und jetzt wird nämlich ein Schuh draus. Jetzt der Brief, genau, an sie, weil schnellstmöglich soll das ja passieren, dass er wieder rausgelassen wird, weil er lebte zu dem Zeitpunkt noch. Er hat sie, wie ich das schon vermutet hatte, hat sie ihn da drin nur versteckt, als ihr Mann plötzlich reinkam. To free Mr. Detti, you hired Felicia Sevigny, a petty burglar, to crack the safe. And as a result, you killed your love. No. It's because the combination had changed. It is not my fault. You are splitting hairs, Mrs. Capello. The fact remains you chose to risk Niccolo's life rather than call your husband. And I know why. Welches Motiv lag der Tat zugrunde? Ich denke mal aus Angst. Da hatten wir doch auch irgendwas wegen der Fehde dazwischen. Nein, Felicitas, Capellos Nachricht. Nee. Terminplaner ist auch Schwachsinn. Genau, hier war das mit der Fehde, ne? Genau, Ruf der Familie aufs Spiel. Und das wollte sie aber auch nicht. Richtig? You were afraid how it would affect the reputation of the Capellos, and you feared what your husband would do as a consequence. He's a good man, but he cares about his business, about the family. It would have destroyed him. And now he's accused of murder, Mrs. Capello. How considerate of you. Mio Dio, how did this all happen? Es gibt eine Lösung oder sie sind schuldig. Naja, sie sind schuldig. Despite your best intentions, Mrs. Capello, I believe you are to blame for this sorry affair, not Basilio. I think you're right, sir. Basilio, he does not deserve this. None of this. It is not my place to decide what is deserved, but perhaps you now know what to say to the inspector. I do. Good day, madam. Es ist ja I eigentlich... don't think Mrs. Capello did this on purpose. I would have let her go. Nein, hat er nicht. Er hat sie nicht, aber soll er dafür ins Gefängnis? Also ich denke nicht, oder? Dass er dafür ins Gefängnis sollte, weil sie ihren Liebhaber versteckt hat. Was hat er jetzt über mich? John? Komm wieder. Lange werde ich nicht mehr tatenlos zusehen. Andererseits habe ich auch eine Wahl. Ja, Sherry würde einen schrecklichen Polizisten abgeben, aber seine Rolle hat er dennoch gut gespielt. Miss Capello ist schuldig, ja, aber es war dennoch ein tragischer Unfall. Bleibt nur zu hoffen, dass sie nicht am Galgen endet. Ja, aber was, jetzt mal ehrlich, was hätte
Wäre es besser gewesen, wenn ihr Mann am Galgen endet? Auch nicht wirklich, oder? Ach, hier konnte ich mich nicht... So ein Blödsinn. Eine Zelle weiter ist in Ordnung, aber da geht nicht. Weil ich denke mal, dass... Ich weiß jetzt nicht, was auf dem anderen passiert wäre, aber ich denke ja mal, dass auf dem anderen dann gesagt, gut, ja, dann lass ihn dafür in Haft. So, jetzt wieder unser Hauptfall, wo ich eigentlich nur noch auswählen muss, gell? Gedankenspiele. Mr. Mensch, ja. Ich denke, dass er das war. Fabio spielte jahrelang mit Kurt Menches Gefühlen und nutzte ihn so aus, als Mr. Menches abermals zurückgewiesen wurde, brachte er den jungen darstellenden Künstler um und inszenierte ein Liebesritual, um von seinem Mord abzulenken. Verbrechen aus Leidenschaft. Mr. Menches war am Boden zerstört und panisch. Er wollte Fabio nicht töten. Sein improvisiertes Ritual war der verzweifelte Versuch, die Tat zu vertuschen. Der Tod seines Sterns ist schlimm genug. Eine Haftstrafe statt des Galgens reicht aus. Ein kaltblütiger Widerling. Kurt Menches ermordete Fabio kaltblütig und ließ das Verbrechen als Ritual aussehen, um den Verdacht auf Matilda zu lenken. Zudem steckte Mr. Vogel den Brief zu, um von sich abzulenken. Für sein berechnendes Vorgehen verdient er den Galgen. Ja, so sehe ich das zumindest. Wir haben ja gesehen, was für ein Mensch er ist. Und ich denke mal, damit müssen wir jetzt zu unserem Polizisten, gell? Oder muss ich damit zu ihm? Nee, die sind gar nicht mehr hier. Gehen wir zum Polizisten. Der müsste ja wieder hier sein, ne? Ja. This letter proves nothing. Fabio wrote it to Mr. Manchios. It's time to free Mr. Vogel. Do you really think I'm that naive? I need proof, not words from his friend. Very well. Mr. Pinchetti told me that Mr. Manchios was lavishing Fabio with expensive and eccentric gifts. The letter mentions rich rewards and attempts to buy Fabio with them. It was written to Mr. Manchios. Who else was showering Fabio with luxuries to buy him? It doesn't fit Mr. Vogel's character. Look here. We had a deal. Give me the murderer and then take your friend with you. I won't budge otherwise. Well, fine, but you're just wasting time. Ich brauche ja eigentlich kein Ding mehr. Weiß entfernen. Continue our investigation while I look for the papers. Okay. Habe ich was nicht mitbekommen? Ist er doch noch hier? War er nicht in der 3? Oh, er war in der 5. Hoppala. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matilda wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you plan.
You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. Ihre You Fingernägel. can very often deduce someone's life by their shoes or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful, and Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you, since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, Early 60s. who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. The young performer played with your emotions. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way you would have liked. You wanted to be loved, but Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You struck him, and then you staged the ritual. You planted the letter in Vogel's pocket and attempted to set up Matista. What poppycock? Sherlock, stop this game now. There is no stop word, Mr. Manchios. Relax and enjoy it. I'll pass the remainder of this case to Constable Oswald. He'll know what to do with you. Warum habe ich bei Gedankenspiel immer noch irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Aber ich werde jetzt nochmal mit dem Jüngsten hier reden. I have a name for you. Kurt Manchios. Is that so? The master of the Sabbath? The man himself. Mr. Manchios couldn't stand to lose control over his lover. A deadly revenge that deserves a proper sentence. I have all the evidence to charge him. A degenerate and a murderer. I'll make a name thanks to that for sure. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. Ja, ich glaube immer noch nicht, dass er unser Freund ist, aber naja. Polizeibericht Nummer 0743. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Verstorbene, die als Mrs. Violet Holmes identifiziert wurde, tot im Garten des Anwesens Stonewood Manor vor. Eine erste Untersuchung der Leiche ergab, dass sie völlig durchnässt war und einen tiefen, vertikalen Einschnitt im Halsbereich von 2 Zoll Länge aufwies. Ihr Gesicht war aufgedunsen und mit roten Flecken übersät. Vermutete Todesursache Sauerstoffunterversorgung. Eine Bestätigung durch den Gerichtsmediziner steht allerdings noch aus. Der Hauptverdächtige, Dr. Otto Richter, wurde am Tatort festgenommen. Die Leiche wurde für eine Autopsie abtransportiert.
garden. There's a garden behind our manor. How could I forget? That's where it all happened, where it all went wrong. Sherry, it looks like you've almost found what you wanted. Es scheint wohl so. Allerdings haben wir immer noch Minecraft-Fall. Und gut, vielleicht machen wir ihn doch. Komm, wir haben 2 gemacht, dann können wir auch den 3. noch machen. Diesmal gibt es ja hoffentlich keinen Kampf. Minecrafts Agent Mr. Estevo bat mich um meine Mithilfe bei einer äußerst delikaten Angelegenheit. Mark Ridley, der Sohn von General Arthur Ridley, wird erpresst. Er soll seinen Erpresser im Brückenturm der Altstadt treffen. Mir fällt die Aufgabe zu, das Treffen aus der Distanz zu beobachten, die Identität des Erpressers zu ermitteln und dann Mr. Estevo Bericht zu erstatten, der vor unserem Anwesen wartet. Die Terrasse des Cafés Primrose in Scaladio, das sich am westlichen Ende der Altstadtbrücke befindet, würde als guten Aussichtspunkt eignen. Okay, wir müssen jetzt ein Café finden. Wir müssen irgendwo hier unten, denke ich mal. Das heißt, wir reisen gleich bis hierhin und dann suchen wir mal ein Café. Oh, you did it, Sherlock! The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo! It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? Whatever the truth, it had to be revealed. The victim deserved it. Well, you seem confident in the value of your actions. I guess since I'm free, you were heard after all. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity, and it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? Sparen Sie mir einen Vortrag? Oder wir sind nicht völlig frei. Ich bin nicht dein I Freund. get enough obnoxious pontification from my brother, so please, spare me your lecture. Forgive my love for moral philosophy. I know I tend to ramble. You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you adieu. Ja, bitte. Wobei ich, wie gesagt, immer noch die Vermutung habe, dass das vielleicht der Bruder von dem Arzt ist. Okay, wo ist hier ein Kaffee? Irgendwo in der Nähe. Irgendwo in der Nähe ein Kaffee sein. Suchen wir es mal. Ein Café mit Terrasse. Bin ich gleich schon an der Brücke? Ich bin schon an der Brücke, ne?
eventuell das Café, was gemeint ist. Was ist das wieder? Must be a global conspiracy. Everyone agreed to act like I don't exist. They're just jealous of our friendship, Sherry. Hier ist auch kein Kaffee. Ich suche hier einen Kaffee. Entschuldigung. Keine Absicht. Immer noch ein Kaffee. Das war ehrlich, das könnte ich privat auf der Straße sein. Wo ist der Kaffee? Oh, Kaffee. Killed with one perfect shot to each eye. Can you imagine? Dein Ernst jetzt? Herausfinden, wo sich der angebliche Mord betragen hat. Geblendet. Okay. Nachrichten. Nein. Ist der Treffer? Und Bandenkrieg könnte es sein. Killed with one? Bandenkrieg? Nö. Das war's nicht. Geblendet. Nachrichten. Nee. Ist der Treffer? Und Untergang. In der alten Ruine. In der alten Ruine. Killed with one perfect... Wir wollen ja wissen, wo. جاري الجديد فظيع. Manchmal, ne? Manchmal will ich auch einfach jedes Mal denselben Fehler machen. Die Leute erzählen sich, dass jemand in der alten Ruine im Südwesten von Ransbury getötet wurde. Angeblich wurde dem Opfer beide Augen ausgeschossen. Für mich klingt das eher nach einem Schauermärchen, aber ich sollte der Sache vielleicht trotzdem nachgehen. Neuer Fall! Und? Ich Idiotin. Habe herausgefunden, dass ich an der falschen Brücke bin. Es gibt noch eine Brücke. Ein Kaffee. Wir haben einen Kaffee. Here, grab a seat. You even brought a book, huh? May I have... Same as always. You just don't give up, do you? Oh, come on, let's get closer. We can't see anything from here. No, too early. So we're just going to sit here all day? Patience, John. I have a feeling this is more than simple blackmail. We'll be close when the blackmailer leaves, and then... Go! Wenn der Erpresser gekillt wird. Ei. Oh, not a pretty sight, this. Au. Der ist da aber au. Head trauma, fatal. Gravity is cruel like that. Ja. A rather frivolous accessory for a military man. Shame it's all bloody now. What's happened? Ja, was passiert? Meiner. A key, and where there's a key, there's a lock. The knife is missing. He was stabbed several times before he fell. The shape of the wounds suggest a curved blade. It's almost like he's dancing. Dancing the danse macabre. No signs of life, no pulse. I'm declaring Corporal Ridley dead.
Warte, was war nochmal mit dem Zahnrad? Ich weiß gerade nicht mehr, was noch mit dem Zahnrad war. Please move along. The police are on their way. Everything's, under control. Is it now? The General's own son has fallen out of the tower, and not without help, it seems. I need to inspect the scene, and quickly. The corporal? He ordered me not to let anyone inside without telling him. But now... Wait, are you saying it's a murder? Nee, der hat sich selber immer wieder eingestochen. A brief examination of the body was enough for me to conclude that he was murdered by a blade of Ottoman origin. You can't possibly be so certain. Oh, I can be. The corporal suffered deep stab wounds which were inflicted with great force. They were made by a knife meant for cutting, not stabbing. A curved blade, such as an Ottoman jambir or a Gurkha kukri. I haven't seen any Gurkhas on the island, so the conclusion is quite obvious. Amazing. You do seem more than competent. All right, go in. I'll wait here for the police. Did you see anything suspicious? No, sir, nothing. Corporal Ridley had to attend to some private matters upstairs. No one went in, no one came out. Oh, but that means the killer is still inside. Are you sure you want to go in alone? I'm not alone. I have my friend with me. Your friend? You mean your gun? There's no one at... Never mind, I'll be fine. The killer's gone. Vanished into thin air. Das denke ich mal die Tat. This blade is a naval officer's dirk. Sharp and well cared for. The edge is covered with blood, but the tip is clean. Hier gab es einen Kampf, würde ich mal behaupten. Na komm. Wo ist denn jetzt die Mitte? Das ist zertrümmert. This cigarette is still smouldering. Der Pressebrief. Ich weiß über Ihre neueste Affäre Bescheid. Ich erwarte Sie oben im Brückenturm der Altstadt. Kommen Sie allein und bringen Sie 100 Mangier mit. Und wenn Sie nicht möchten, dass die falschen Leute von der Sache erfahren. Exactly 100 mangiers. The killer didn't touch them. Also der Killer war nicht hinter der Kohle her. Can you smell the body odor, John? Someone's been hiding in here. Someone sweaty. Unless it's a laundry chest. But then it's a different mystery altogether. The case of the vanishing sweaty pantaloons. Jetzt fix. So, was haben wir denn hier alles?
Der wurde ja mit einer gekrümmten Waffe. Passt das so einigermaßen zusammen? Obwohl, könnte ja auch sein, dass eventuell... So, dann wurde er runtergeschlagen. Wo ist die Waffe da? Mal schauen. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Wurde er doch nochmal runtergeschnitzelt? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ja, ich rate gerade. Warte mal, wir haben ja immer die... Ridley was attacked by his blackmailer, but before being pushed out the window, Ridley managed to wound him. The killer must still be bleeding. Okay, also der Killer müsste bluten. Ja, was mache ich hier mit eingravierten 4? Versteckt sich. Wo ist er abgehauen? Ach, ins Wasser, ha? Der Handabdruck. Come on, let's take the rope down. I'd rather take the stairs. Ah, what a bore. Okay, der muss also irgendwo da hinten runter sein. So what happened? Was there anyone upstairs? No, the killer escaped. We're dealing with a carefully planned assassination. What can you tell me about the deceased? We were from the same unit, stationed together at the barracks by the bridge, but I can't say I knew him well. Maybe someone at the barracks could tell you more. Do you know if the corporal had any enemies? Someone who would want him dead? No, none that I know of. But then again, there's always the Ottomans. They'd want all of us soldiers dead, I reckon. Jetzt leg dich doch nicht so daneben. Ei. Moment, also wo geht das Seil? Ist das Seil? Da, das Seil. Das Seil ging in die Richtung. Ja, da geht das Seil hin. Da ist Blut. Noch mehr Blut. That was a rough landing. Ja. Ich tippe auf ziemlich schmerzhaft. Oh. Wow. Amazing, right? Disturbing is more like it. Ihr wollt mir jetzt nicht mehr erzählen, dass da oben irgendwo... Ich habe das Messer gefunden. Doubt that this eagle is purely ornamental.
Aha, a curved knife covered in fresh blood. There we go. Careful, Sherry. Locals aren't too happy with what you're doing. I'd better leave the knife here. Sacred! Now is a bad time to ruffle any feathers. Don't! No. What? Wie ging das nochmal? Wie ging das? Ach so, ging das. Leave it! Stop that! Ich mach doch gar Don't nichts. touch those! Ich touch doch gar nicht. Ich touch hier nirgendwo rum. Lass mich in Ruhe. So. Messer im Adler. Handelt es sich dabei um ein wichtiges Detail. Nicht weit von der Brücke entfernt. Vielleicht weiß dort jemand mehr. Okay, aber das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Falls das noch nicht habt, doch sehr gerne ein Abo. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye.